Die Typ 212A, seit 2005 im Dienst, gilt weltweit als das leiseste nicht-nukleare U-Boot. Dank PEM-Brennstoffzellen von Siemens kann sie wochenlang getaucht operieren, bis zu 3 Wochen bei langsamer Fahrt, ohne Schnorcheln, ohne Wärmespur, ohne Vibrationen. Leiser als viele Atom-U-Boote, deren Pumpen immer Geräusche machen. 6 Boote dienen in der deutschen Marine, patrouillieren in Ostsee, Nordatlantik und im Mittelmeer. In NATO-Übungen versenken sie regelmäßig Flugzeugträger, ohne entdeckt zu werden. Doch die Welt verändert sich. Russlands Aggression in der Ukraine, Spannungen in der Arktis, hybride Bedrohungen, all das fordert mehr Reichweite, mehr Feuerkraft, noch bessere Stealth. Deshalb schlossen Deutschland und Norwegen 2017 ein bilaterales Abkommen. Gemeinsam entwickeln sie die nächste Generation, die Typ 212CD, für Common Design. ThyssenKrupp Marine Systems, TKMS in Kiel, führt das Projekt. 2021 wurde der Vertrag für zunächst 6 Boote unterzeichnet, Wert rund 5,5 Milliarden Euro. Heute, 2026, ist das Programm massiv gewachsen. Deutschland hat auf 6 Boote aufgestockt, Norwegen ebenfalls auf 6, insgesamt 12 Einheiten. Das ist das größte U-Boot-Programm Europas seit Jahrzehnten. Was macht die 212CD so revolutionär? Zuerst die Größe. Im Vergleich zur 212A ist sie fast doppelt so groß. Länge 73 Meter statt 56, Breite 10 Meter statt 7, Tiefgang 7 Meter. Verdrängung getaucht rund 2800 Tonnen, ein Plus von über 50%. Warum größer? Mehr Platz für Energie, Sensoren, Waffen und Besatzungskomfort bei langen Einsätzen. Der Clou ist der Rumpf, ein revolutionärer Diamantformdesign, facettiert wie bei Stealth-Flugzeugen. Diese Geometrie streut aktive Sonarwellen, das Echo wird minimiert, das Boot wird für moderne Sonare fast unsichtbar. Dazu kommt der nicht-magnetische Stahl, anechosche Beschichtungen, schallisolierte Systeme, pure Stealth. Die 212CD ist optimiert für die Arktis. Sie operiert unter Eis, bricht bei Bedarf durch dicke Schichten und bleibt monatelang verborgen. Der Antrieb ist eine Evolution der bewährten Technologie. Neue Generation PEM-Brennstoffzellen kombiniert mit leistungsstarken Lithium-Eisenphosphat-Batterien, höhere Energiedichte, längere Tauchzeiten. 2 MTU-4000-Motoren für hohe Geschwindigkeit über 20 Knoten getaucht. Endurance bis zu 41 Tage. Kein Schnorcheln nötig, das Boot bleibt wochenlang still, ohne akustische oder thermische Signatur. Sensorik und Kampfsystem sind Weltklasse. Das neue Orca-System von KTA Naval Systems, TKMS, Atlas Elektronik Kongsberg, integriert alles. Bug- und Flankenarrays, passive und aktive Sonar, Hensholz-Photonikmasten, OMS 150 bis 300, keine periskopdurchdringenden Öffnungen mehr, weniger Schwachstellen. Verbesserte Vernetzung mit NATO-Einheiten, Drohnenintegration, verbesserte Lagebilder. Bewaffnung: 8 553 mm Torpedorohre statt 6, mehr Feuerkraft. DM-2A5 Seehecht-Torpedos oder Nachfolger, Glasfaserlenkung, über 50 Knoten schnell, Reichweite weit über 50 Kilometer. Dazu IDAS-Luftabwehrraketen gegen Helikopter und Drohnen, einzigartig für konventionelle U-Boote. Mögliche Ergänzungen: Naval Strike Missile, Submarine Launched, neue Supersonic Strike Missile, Anti-Torpedosysteme wie Sea Spider. Und Platz für Spezialkräfte, UUVs, unbemannte Unterwasserfahrzeuge, expeditionär, vielseitig. Besatzung: 27 bis 30 Personen, ähnlich wie 212A, aber höherer Komfort für lange Missionen, bessere Unterkünfte, verbesserte Lebensqualität. Entwicklungsstand 2026, Critical Design Review 2024 erfolgreich abgeschlossen, über 100.000 Seiten Dokumente geprüft. Produktion läuft auf Hochtouren in Kiel und Wismar. Erste Tests 2027, erste Lieferung an Norwegen 2029, Deutschland ab 2031 bis 32. Norwegen plant 6 Boote für die Arktis, Schutz der Nordflanke NATO. Deutschland 6, Ergänzung zur 212A, die weiter modernisiert wird. Warum ist das revolutionär?
Konventionelle U-Boote mit AIP waren schon stark. Die 212 CD macht sie zur dominanten Kraft in flachen, engen Gewässern wie Ostsee, aber auch in offener See und Arktis. Leiser, stealthier, länger tauchfähig als viele Atomboote in manchen Modi. Günstiger im Betrieb, kleinere Crew, keine nukleare Infrastruktur nötig. In einer Welt, wo Drohnen, Satelliten und ASW-Netzwerke immer besser werden, ist Stealth der Schlüssel. Die 212 CD setzt neue Maßstäbe. Sie ist nicht nur ein U-Boot, sie ist ein Gamechanger für die NATO-Unterwasserverteidigung. Deutsche Ingenieurskünstleistung auf höchstem Niveau. Präzision, Innovation, Qualität statt Quantität. Die Typ 212 CD, Deutschlands unsichtbare Macht, die die Meere beherrscht, ohne gesehen zu werden. In den Tiefen der Ostsee, Verborgen, VOA Satelliten, an Nugerigen Blicken, in Steth ein neue Macht. Deutschland, Beacon FR Seine Ingenieurskunst an Land, schmiedet ein Waff, die Maritime Kriegsring FR immer verndern Kind. Das ist die Geschichte des U-Boots Typ 212 CD ein technologisches Meisterwerk. Das so lies ist, das is aus unsichtbar gilt. Aber was matcht dieses U-Boot so besonders? Und warum investieren Deutschland und Norwegen Milliarden in dieses Geheimprojekt? Bleibt dran. Denn wir tauchen tief in die Welt der modernsten Unterwassertechnologie ein und luften die Geheimnis der neuen stillen Jäger. Schon immer waren U-Boot der Albtraum jeder Marine. Sie lauern ungesehen, schlagen aus dem Hinterhalt zu und verschwinden wieder in den dunklen Weiten des Ozeans. Aber die Technologie hat sich weiterentwickelt. Modern Sonarsystem, Satellitenüberwachung und fortschrittliche Algorithmen machen es immer schwerer, unentdeckt zu bleiben. Genau hier setzt das Projekt 212 CD an. Das CD steht für Common Design, ein gemeinsames Projekt von Deutschland und Norwegen. Aber es kennt genau so gut für Cloaking Device stehen, denn Tarnung ist das Herzstück dieses U-Boots. Stellt ein normales U-Boot vor. Sein Rumpf ist zylindrisch, eine Form, die seit Jahrzehnten Standard ist. Das Problem dabei ist, dass diese Form Schallwellen von feindlichen Sonargeräten wie ein Echo zurückwirft. Das U-Boot wird sichtbar, ein leuchtender Punkt auf dem Bildschirm des Gegners. Die Ingenieure von ThyssenKrupp Marine Systems haben deshalb das Regelbuch komplett neu geschrieben. Der Rumpf des 212 CD ist nicht mehr rund, sondern hat ein einzigartige Diamantform mit abgeflachten, eng gewinkelten Seiten. Dieses Design, inspiriert von Stealth-Flugzeugen wie dem F-117 Nighthawk, lenkt Sonarwellen AB anstatt sie zu Reflektoren. Das U-Boot wird FR, das feindliche Sonar quasi unsichtbar. Es ist ein Geist in der Maschine, ein Phantom der Tief, aber die Stealthigkeiten rennen hier nicht auf. Jedes Geräusch, das ein U-Boot matcht, kann es werten. Das Brummen der Motoren, das Surren der Elektronik, selbst das Klappern von Geschirr in der Kompass. Beim 212 CD wurde jedes Bootil daraufhin optimiert, so lies wie möglich zu sein. Die Maschinen sind auf schwingungsfähigen Plattformen gelagert, Vibrationen zu minimieren, die sich auf den Rumpf übertragen könnten. Ein speziell Auenhaut absorbiert zusätzlich Schallwellen und reduziert die eigene Lärmsignatur auf ein absolutes Minimum. Experten sagen, das Betriebsgeräusch des 212 CD sei leiser als das natürliche Meeresrauschen. Ein feindliches Schiff kann direkt darüber hinwegfahren, ohne zu ahnen, welche Gefahr unter ihm lauert. Das Herzstück, das dies still ermöglicht, ist der revolutionäre Antrieb. Die meisten konventionellen U-Boot müssen regelmäßig auftauchen, ihre Dieselmotoren laufen zu lassen und die Batterien aufzuladen. In diesem Moment sind sie verwundbarsten. Das 212 CD nutzt jettig einen Auenluftunabhängigen Antrieb, kurz AIP. Hier kommt die Brennstoffzellen-Technologie ins Spiel, ein Bereich, in dem Deutschland weltweit führend ist. An Bord reagieren Wasserstoff und Sauerstoff, in Brennstoffzellen miteinander untersuchen. Strom, ihr einziges Abfallprodukt, ist reines Wasser. Dieser Prozess ist nicht nur extrem leise, sondern ermöglicht es dem U-Boot auch, wochenlang unter Wasser zu bleiben, ohne auftauchen zu müssen. Wochenlang unsichtbar, wochenlang auf der Jad. Das ist eine Fähigkeit, die bisher nur atomgetriebene U-Booten vorbehalten war, die aber viel lauter und teuer sind.
Da was an tees die best tarnum on a scarf sin. Och higher sets des 212 CD neue Maske. Ist nicht nur ein U-Boot, sondern ein vernetzte Unterwasser-Datenzentrale. Ein fortschrittliches Sonarsystem, das nicht nur aus einem Bug-Sonar besteht, sondern auch aus Flankarray-Sonaren und den Seiten an einem geschleppten Sonar, das hinter dem Boot hergezogen wird, zut ein 360-Grad-Bild der Unterwasserwelt. Dies Daten wurden von künstlicher Intelligenz in Echtzeit analysiert. Das System kann feindliche Schiffe nicht nur orten, sondern auch anhand ihrer einzigartigen Signatur identifizieren und klassifizieren. Der Kommandant weiß also nicht nur, dass dort ein Schiff ist, sondern auch, welches Modell es ist und welche potenzielle Bedrohung von ihm ausgeht. Diese Informationen können sofort mit anderen Einheiten geteilt werden, IT-Schiffen, Flugzeugen und sogar Bodentruppen. Das 212CD agiert als Augion oder der Flotte unter Wasser. Es kann unbemerkt in feindliche Gewässer eindringen, Aufklärung betreiben, Spezialkraft absitzen oder als vorgeschoben kommende Zentral dienen. Es ist ein Multiplikator für die Gesamtstreitkraft. Natürlich ist ein solches U-Boot auch bis in die Jane bewaffnet. Es verfügt aber mehrere Torpedorer, aus denen es die Nussen Schwergewicht stort vom Typ DM-2A4 abfeuern kann. Diese Torpedos sind selbst klein technologisch Wunderwerk. Sie werden aber einen Lichtwellenleiter gesteuert, der es dem Schützen ermöglicht, das Ziel auch nach dem Abschuss noch zu wechseln oder den Angriff abzubrechen. Das macht sie extrem präzise und tadelig. Darüber hinaus kann das 212CD auch Zielflügler und Minen einsetzen, was es zu einer unglaublich vielseitigen Waffenplattform macht. Die Entwicklung der 212CD ist eine direkte Antwort auf die veränderte geopolitische Lage. Insbesondere in der Ostsee, einem flachen und engen Gewässer, wo großatomare U-Boot kaum operieren können, spielt das kleiner und leiser 212CD seine Stärken voll aus. Die Zusammenarbeit mit Norwegen unterstreicht die strategische Bedeutung der Nordflank der NATO. Gemeinsam wollen beide Länder ihre maritimen Fähigkeiten bundeln und ein glaubwürdige Abschreckung schaffen. Insgesamt wurden solches Boot gebaut. Zwei für die deutsche und vier für die norwegische Marine. Das erste Boot soll 2032 in Deutschland übergeben werden. Die Kosten sind immens, rund 55 Milliarden Euro für das Gesamtpaket. Aber es ist eine Investition in die Zukunft und in die Sicherheit. Dieses Projekt sichert nicht nur 1000 von Arbeitsplätzen auf den deutschen Werften, sondern zementiert auch den Ruf Deutschlands als Vorreiternation im konventionellen U-Boot-Bau. Was bedeutet das nun für die Zukunft der Seekriegsflotte? Das U-Boot-Typ 212CD verschiebt die Grenzen der Möglichen. Es beweist, dass konventionelle U-Boot dank innovativer Technologie den viel größeren und teuren Atom-U-Booten mithalten oder sie in bestimmten Szenarien sogar übertreffen können. Die Fähigkeit, überwogen unentdeckt zu bleiben und präzise Schläge auszuführen, macht es zu einem entscheidenden strategischen Vorteil. Andere Nationen werden nachsehen müssen. Die Jad nach der ultimativen Still hat gerade erst begonnen, und Deutschland hat die Vorrang übernommen. Das U-Boot-Typ 212CD ist mehr als nur ein Schiff. Es ist ein Symbol für deutsche Ingenieurskunst, eine strategische Antwort auf neue Bedrohungen und ein faszinierendes Zukunftstechnologie, das die Machtverhältnisse unter den Wellen neu definieren wird. Es ist die unsichtbare Faust der Marine, bereit aus den Schatten zu zerschlagen.